Nach 4 Monaten auf unseren Bambusfahrrädern erreichen wir die irakisch-iranische Grenze. Und die ersten Tage im Iran sind einfach unglaublich. Wie wir auf einer kurdischen Hochzeit gelandet sind oder was das hier für eine Mondlandschaft ist, seht ihr im Video. Wir sind drüben im Westen. Da drüben sind wir runtergekommen, da ist die Grenzstation. Und da müssen wir jetzt noch hoch den Berg und dahinter ist Piranshah, die erste Stadt, wo wir hinwollen. Alle wollten mit uns Fotos machen und sowas und ich glaube, so oft kommt da kein Radfahrer lang. Aber ja, jetzt müssen wir los. Ich muss jetzt Kopftuch tragen. Ja. Schaut ganz gut aus, finde ich. Ja, mit der Mütze auf. Mich sieht man, glaube ich, nicht mehr so richtig. Wir müssen jetzt da runter in diese Stadt, die ist unerwartet groß und müssen da irgendwo ein Hotel suchen. Nadel im Heuhaufen. Aber ja, da wird schon irgendwas geben. Keine Ahnung, wo wir. Boah, wo finden wir Hotel? Hey? Wir haben jetzt jemanden gefragt, der hat uns eine ganz grobe Angabe gemacht, wo ein Hotel Daria sein soll. Mal gucken, ob wir es jetzt finden. Ja, wir sind ungefähr jetzt 15 Minuten in der Stadt und es gab schon 5 Stromausfälle. Keine Ahnung, was hier los ist. Hotelzimmer gefunden, aber Franzi darf man nie aus den Augen lassen. Ich stand unten an der Rezeption und wir wurden jetzt erstmal auf eine kurdische Hochzeit eingeladen. Was passiert jetzt gleich? Jetzt sieht man sich auf einer Hochzeit an. Auf einer kurdischen Hochzeit im Iran. Jogginghose und so ein halb vollgeschwitztes Hemd. Franzi struggelt gerade auch mit meinem T-Shirt. Und das schaut aus. Oh mein Gott, was ziehen wir hier an? Vor allem lang. Ich sterbe ja kurz schon immer. Noch das drunter. Das noch drunter. Ja, logisch. Also du stirbst noch mehr als ich. Oder soll ich einfach eine Legging anziehen? Meinst du, das geht? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, ich darf kein Legging tragen. Boah, wir haben eigentlich so Ruhe nötig, ne? Deswegen wollten wir uns auch Hotelzimmer nehmen. Wir sind so fertig. Und jetzt gehen wir auf eine Hochzeit. Du hast zugesagt. Ja, eigentlich schon. Wir haben also gesagt, ja, sowas dürfen wir uns eigentlich nie entgehen lassen, aber das kannst du einfach nicht bringen, Alter. Soll ich dein Hemd anziehen? Sehe ich ein bisschen zusammengewürfelt aus? Männer und Frauen müssen hier auch getrennt sitzen. Ich habe keine Ahnung, wo sich Franzi und den tausenden Leuten befindet. Wir haben noch kein Internet, weil wir gerade erst angekommen sind. Ob wir uns wiederfinden, keine Ahnung. Was ist gerade passiert? Ich habe noch nie so viele Hände geschüttelt in meinem Leben. Du sagst, du bist jeden Tag. Echt? Ja. Alter. Du schüttelst echt viele Hände. Ich finde es cool, wie die getanzt haben mit diesen Schultern. So. Ja, es war laut und Es war viel. so laut. Wie laut. Man konnte sie eigentlich nicht unterhalten. Nee. Also, wo wir da ankamen, ich war so geschockt, dass da 1000 Leute sein sollten. Ich dachte, ach du Scheiße. Und er hat uns gerade erzählt, mit dem wir da waren, dass da alle 2 Tage so eine Hochzeit steigt. Aber wen du auch fragst, wie viele Kinder hast du? 10. Das ist ganz normal. Völlig normal. Heute, die man getroffen hat, hat 19 Geschwister gehabt. Ach du Scheiße. Kann man mal machen. Nee, es war sehr interessant aber wir sind so fertig, ey. Ich habe mich die ganze Zeit so unwohl gefühlt. Alle so voll die schönen Kleider, ne? Und dann ich mit dem hier. Der Alle wollen mit Hose. mir ein Foto machen. Alter, dass die echt mit mir ein Foto machen und ich auch schon wie eine Vogelscheuche.
Aber es war eine Erfahrung. Und Frauen und Männer getrennt. Ne? Die eine Seite, die andere Seite. Und beim Essensdings war sogar so... Beim Essen haben sie den Vorhang gezogen. Es ist schon krass. Also... Und ich habe dann halt Franzi einmal gesucht am Ende. Und da war ich halt in dieser Frauenecke oder dann alle so... Oh Gott. Was macht der hier? Ein Eindringling. Eindringling. Ja, aber jetzt gehe ich entweder sterben oder schlafen, ich weiß es nicht. Gute Nacht. Jetzt hat uns gerade hier ein Englisch-Teacher aufgegabelt. Das sind immer unsere Rettung, die Englischlehrer. Ja, und versorgt uns jetzt gerade auch eine SIM-Karte und ja, was zum Wechseln in der Wechselstube. Und dadurch haben wir auch das Hotel gerade billiger bekommen. Außerdem sind wir jetzt wieder zum Frühstück eingeladen und Franzi muss dann auch noch zum Englischunterricht mit heute Nachmittag und wird dann ein bisschen ja, als Gast sein. Und ja, richtig nett. Es geht weiter. Jeder Tag bleibt spannend. So, ich bin jetzt hier wieder in einer Englischstunde gelandet. Hi. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich hier machen soll, aber irgendwie mache ich halt irgendwas und rede mit denen. Ganz spannend. يميني مضيرا أورد وجزيانا نمكرد وأماتي نمكرد وأماتي. Uns wird jetzt ein bisschen in die Stadt gezeigt, wo Menschen sind, da werden wir auch eingeladen, wir kommen nicht drum herum. Meine Name ist Ahmed, Alan, Blukat. Überall sind hier blaue Autos. Die werden wir jetzt wahrscheinlich im ganzen Iran sehen. Ja, jetzt wird uns ein bisschen die Stadt gezeigt, danach werden wir zum Essen eingeladen und hoffentlich können wir dann auch irgendwann wieder weiterfahren. Ich wollte einfach nur einen Döner. Ich wollte doch einfach nur einen Döner. Nur einen Döner. Der Junge, der da spielt, hat uns dann vorhin zum Essen eingeladen. Und das Lustige ist, seine Mutter war mit mir auf der Hochzeit am gleichen Tisch. Ich saß neben der Franzi bei der Hochzeit. Franzi kam rein, so. Die kenne ich ja. Die kenne ich ja. Wie lustig ist das denn? Guten Appetit. نوشیدن بیا аппетит русский очень хорошо. Oh, es schmeckt so gut wieder. Ja. So gut. Wir sind jetzt hier oben auf 2000 Meter und wer kennt's nicht? Da ist erstmal ein Eis. Das ist einfach mal ein Eismann. Einfach mal ein Eismann. Ja, vor allem aber, der hat ja keinen Strom hier und so, ne? Nee, der hat einfach eine Kühlbox. So geil.
Wir sind wieder auf Schlafplatzsuche. Hoffentlich ergibt sich hier was. Tägliche Frage, wo schlagen wir das Zelt auf? Hier sind irgendwie überall Kirschbäume. Da geht Sonne unter. Wenn hier keine Wassersprengler wären, wäre es optimal. Aber der Boden ist nass hier. Das wird uns noch fehlen, ey. Wir wachen morgen auf und alles klitschnass. Was machen wir denn? Ja, keine Ahnung. Einfach den Wassersprengler rausrupfen. Da werden wir es aufstellen, das Zelt, aber wir lassen es erstmal flach, weil da hinten Hirten sind und so ein Häuschen. Haben jetzt keine Lust, dass wir noch eine Einladung bekommen. Nee, das ist gemein. Nee, wir haben einfach keine Lust, dass jetzt nochmal irgendwie Leute kommen. Scheiße, jetzt geht hier ein Sprengler nach dem anderen an, die kommen immer näher an uns ran. Und ich habe gerade gemerkt, dass da auch ein Sprengler ist. Das riskieren wir nicht. Wenn das Ding in der Nacht losgeht, dann sind wir so am Arsch. Ja, jetzt tun wir es dahin, mal gucken, ob das besser ist. Guten Morgen. Du siehst ja wieder schön aus. Ja, echt? Ja. Habe ich wieder ein Gefieder auf dem Kopf? Ja, das ist halt Superkraft. Also die Nacht war richtig gut eigentlich, finde ich. Nicht so? Nö, für mich nicht. Aber ich finde es halt richtig schön, wieder mal die Sterne zu sehen in der Nacht. Und da geht gerade Sonne auf. Uns hat so eine diebische Elster geweckt. Irgendwie von der Sonne geweckt zu werden am Morgen hat irgendwie so was Natürliches. Das ist irgendwie schön. Voll schön. Ja, jetzt brechen wir auf. Also dauert immer eine Stunde zusammenzupacken. Und dann machen wir los Richtung Ürmia. Wow, das war gerade echt die schönste Abfahrt meines Lebens. So schön. So wunderschön, nach jeder Kurve eine neue Landschaft, ein neuer Berg, schön grün in der Mitte, perfekte Straße, Wetter. Echt, oh, herrlich, herrlich. So früh sind wir schon dran und ja. Das war gerade echt ein Genuss. Boah, das gibt richtig Energie und Motivation. Ja. Schön. Mega schön. Jetzt essen wir auf jeden Fall ein paar Kirschen, die wir geschenkt bekommen haben. Heute geschenkt, gestern geschenkt. Wir sind jetzt erst ein paar Tage im Iran erst. Wir essen schon zum 100. Mal Kebab. Ja, langsam haben wir die Nase voll, weil es gibt nur zwei Sachen. Also Hähnchenspieß mit Reis oder Kebab im Brot. Es gibt nichts anderes im Restaurant. Nichts anderes. Und bei jeder Einladung und auf der Hochzeit gab es Ausgleiche. Es schmeckt gut, aber ein bisschen Abwechslung wäre aber ganz cool. Wir haben hier jetzt ein schönes Plätzchen unter Walnussbäumen gefunden. Und werden jetzt hier die Mittagshitze aussetzen. Wir haben gerade hier nochmal richtig viele Früchte geschenkt bekommen. Jetzt ein paar Minuten vorher. Also es ist echt 1 Kilo oder sowas. Brutal. Also Äpfel und Kirschen. Das sind keine Äpfel, das sind so pfirsiche Dinger. Die sind richtig lecker. Oh, geil. Und Kirschen, wirklich. Ich habe noch nie, oder wir beide haben noch nie in unserem Leben so leckere Kirschen gegessen. Nee. Jede einzelne ist perfekt. Es gibt nicht eine, die schlecht oder sowas ist. Und wir haben ja gestern Abend erfahren, dass wir in den Nachrichten, in den lokalen Nachrichten von Piran Shah oder halt von dem iranischen TV-Sender da gekommen sind. Und was haben die gesagt? Ja, die hat geschrieben, dass halt die Stadt irgendwie so traurig ist, dass sie nicht wussten, dass wir da sind, sonst hätten sie uns irgendwie herzlich willkommen geheißen oder sowas.
Alter, es standen sogar Leute vor unserem Hotelzimmer, wollten uns einladen, obwohl wir dem Thema gesagt haben, dass wir jetzt genug haben und Privatsphäre wollen. Und jeder wollte uns einladen, also die haben uns echt genug willkommen gehießen. Das war wunderbar, was die gemacht haben. Krass. Und ja, wir haben ja nicht mal die Räder dabei gehabt, ne? Wo das Foto geschossen wurde. Die wussten nicht mehr, dass wir Räder dabei haben. Die wussten gar nicht, dass wir mit dem Fahrrad gekommen sind. Das ist nur, weil wir Touristen sind. Ach du Scheiße. Also da kann man sich mal vorstellen, wie selten hier irgendwie jemand hinkommt. Vor allem, wenn man ankündigt, dass man kommt, kriegt man eine Parade. Ich weiß es nicht. Das wäre so krass. Unser heutiges Tagesziel ist ein riesiger Salzsee, der Lake Urmia. Auf dem See ist ein langer Damm, der uns weiter nordöstlich Richtung Armenien bringt. Diese ewig weiße Fläche hier, gell? Wahnsinn. Aber wo schlafen wir? Es ist halt gerade die Frage, ob wir vor oder nach der Brücke irgendwie das Zelt aufbauen. Da hinten. Hans schaut jetzt mal, ob es da unten irgendwas gibt. Über die Brücke wollen wir eigentlich jetzt nicht mehr, so kaputt. Mal sehen. Ja, wir bleiben heute vor der Brücke. Dann machen wir es morgen dann. 90 Kilometer ist ja auch nicht so schlecht. Hier weht sie ja die Löffel weg, hey. Aber so schön. Wow. Ich bin richtig gespannt, morgen den See auch schon zu sehen da hinten, ne? Und das ist da ganz austrocknet. Eigentlich wollten wir heute Abend noch kochen, aber es ist gerade sehr windig und schon spät geworden. Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Brot geschenkt bekommen und wir haben die Pistaziencreme schon in Irak und Iran reingeschmuggelt. Oh, die haben wir so geliebt in der Türkei. Jetzt muss ich dran glauben. Guten Morgen. Wir sind gerade rechtzeitig für den schönen Sonnenaufgang aufgewacht. Es hat die ganze Nacht durchgestürmt und der Wind kam halt hier schon durch, weil wir hatten halt nur das kleine Zelt aufgestellt. War nicht so meine beste Nacht. Wundert euch nicht, wie ich immer aussehe. Ich versuche mich noch an verschiedenen Kopftucharten. Wir werden jetzt gleich über diesen ca. 10 Kilometer langen Damm fahren. Und wir sind gestern drauf gekommen, dass damit auch das Ende von Kurdistan ist. Ne? Dass wir die Region im türkischen Kurdistan, im irakischen und im iranischen. Und irgendwie ist es schon so ein bisschen wie wenn man ein Land verlässt. Ne? Ja, voll. Fühlt sich so an. Irgendwie auch schade, weil Kurdistan wirklich bombastisch war, auch die Gastfreundschaft und sowas. Ja. Aber auch spannend, jetzt wieder neues Land, das richtige Iran, mal reinzuschauen und mal zu sehen, ob es da wirklich so einen großen Unterschied auch gibt, in der Gastfreundschaft und so. Dumme Frage, aber kann man im Salzsee einbrechen? Ich weiß es nicht. Das ist ja mega geil, Alter. Ist das hier schön. So krass. So surreal die Landschaft. Was für ein Anblick. Aber so schön wie es hier auch ist, so wurde uns dieser Tag noch zum Verhängnis. Mist. Aber das im nächsten Video.